We waren wieder gaan op ziet 64, dit is de zevende stoop. Immer nog een beetje im zijn van ons thema, dat we meer Klarheit merken aan ons. Dat we onze vertwijfelde toestand en niet graag weten, wo doen we dat, of wo maakt dat, of wat zijn we alle gewaand, wat hebben we geleerd, waar moeten we beleven, wat hebben we anderen. En dat we een ziel zaten aan ons leven, dat we klaar hebben van waar we komen, waar we zijn en waar we gaan gaan. Mir ist das nicht so wichtig, dass wir von der an mit aller ganz krank entscheiden, die Einzelheiten, was wir gewohnt sind in unserer Gruppe, in uns Heim, in uns Culture zu tun, aus von wo kommen wir und wo gehen wir hin. Dass wir dort klar haben an uns. Ich habe hier diese drei Sätze am Ende von wo kommst du, wo bist du und wo gehst du hin. So dort werden wir ein bisschen betrachten, dort wir ein Ziel haben und dort wir Klarheit haben über diese Sache. Und so ich all gesagt habe, dort wir wirklich an unseren dritten Level im Hort gehen können und von dem Grund, was wir da haben, mal Entscheidungen machen und ein Ziel setzen. Was will ich von nu wieder? Körperlich würden wir sagen, wir kommen von Adam und Eva. Und seelisch aus dem Garten Eden und geistlich aus dem Sündenfluch. So, wenn dir noch nicht klar ist, dass du geistlich aus dem verlorenen Zustand kommst, dann bist du da wahrscheinlich noch bei. So, und dann wird sich dort ein bisschen grillig, ja? Und zu denken, wenn ich nicht klar habe, dass ich gewahr sie, dann sieg noch, wenn es das, was Gottes Wort lehrt, und das, was wir Brücke klar zu haben. Und so ist es mit vielen Dingen. Wenn du noch nicht klar hast, dass du los bist, los kannst, soll ich gleich sagen, von deiner Gebungenheit, dann bist du noch bei. Dann schaffst du noch mal dort. En dat we hier Klarheit merken doen, even deze zaak, wat wil ik doen? Nog een beetje nodig körperlich, wir sind Holländer, wir kommen von Holland, aus Mennoniten. Wel, du en ik komen al niet uit Holland, aber das Wort Mennonit, Menno Simon, ha ik zo te houden, komt uit de Nederlanden, ja? Uit Holland, somewheres. En dat is waar we van komen. En waar komen we seelisch van? Ik würde sagen, uit onze Gemeinschaft. We kunnen zeggen, onze Gruppe, onze Gemeinde ist es wieder nahe, onze Kolonien. Dat is onze seelische Anstellung, Anhalt van ons Leben. En geistlich komen we uit de Gefangenschaft. Uit Ägypten können wir sagen. So ist das Volk Israel. Wir sind wohl festgenommen unter eine Macht, unter ein König, was der Satan ist. Und das König, das Satan, das ist ein Lehner und ein Mörder. Und von dort kommen wir. Wenn du noch nicht von dort kommst, dann bist du dabei. Oder du bist da bitten. So dass wenn diese Dinge uns mal dort klar durchsaten, wo sie ich von der? Und ich sehe mir sicher, die meisten von uns hat es klar, wo wir sind. Aber wir wollen dann klar merken, was ist unser Ziel? Wo gehen wir dann hin? Uit onze Bekehrung zum Beispiel am Leben an. Eine Bekehrung allein anwenden, allein, und wir bleiben stehen, dann sind wir noch nicht am Leben. Wir brauchen zu gehen, und dort lebt. Wir brauchen zu move, dort bleibt. Und dort wasst, und dort wir wiederkommen. Ohne dass wir move, bloß anwenden und checken trägt, ist dann nicht unbedingt der Radung vor dich. So wir brauchen Stoppen zu nehmen, wie wir ein Ziel haben. Wir kommen von 1. Korinther 2, 14, 15 und 16. Der natürliche Mensch vernimmt nicht vom Reich Gottes. Dem ist das Natur hat und der kann das nicht verstehen,
Wens wie brücke jästlich denken. Wir müssen unsere Gedanken umdrehen. Und dort umdrehen, braucht wir ein Ziel zu merken, wo wir haben Zielen als jästlich. Was im Glauben ist. Es ist nicht unbedingt natürlich, was du und ich können uns uitrechnen mit uns Verstand und Tragplanen. Wir brauchen was deeper, wo wir im Geist gläubig sind und Gottes Wort nehmen und dort brücken. Zum Beispiel, wenn ich an denke, dass Jesus Christus als gekreuzigt für meine Sünde, dann brauche ich nicht natürlich dort nach Jerusalem für 2000 Jahre zurückdenken, wo er da am Kreuz hängt und starb. Ich brauche an zu denken, was an mir dort aktiv machen kann. Von der an. Wo kann dort, was Jesus da getan hat, am Kreuz seine hängt 2 Haken mit Nägeln, seine Feitnägel durchkielen, und dort sterben, wo kann dort für mich ein Nutze sein? Dort braucht wir jästlich zu denken. So ist die ganze Schrift, dort wir wann wir die lesen können, dort wir jästlich denken, beim die lesen. Ans Nennlote, was kann dort meinen? Wenn wir mal nach 1. Petrus 3 blättern, da gleich some Dinge ein bisschen so klar zu haben, dass je die Vers behouden. Und dat meint nicht, dass das Vers een gerater anhält als 100 andere haben, aber weil ich zum Beispiel brücken, dass wir wirklich jästlich denken an, wann wir uns nanloten an Gottes Wort. 1. Petrus 3 und 4. Nicht der üderliche Schmuck mit Haarflechte, Gold, Keten, Anleihen und schmucke Kleider haben, aber der verborgene Mensch im Hort, der soll ein unverjänklicher Schmuck haben und ein sanfter, stiller Geist, dort ist kostbar für Gott. So, hier der das Schmuck erklären, das braucht von wo wir kommen und dann wo wir haben. Hier ist ein Beispiel von wo wir vielmal sind. Wir gleich uns von Bitte Schmack zu merken. Und allerhand der Strom mit online, omdat wir sein wollen. Da kommen wir von. Was will wir sein? Was ist dein Ziel? So das ist ein Vers, der anhält, am Geist gedacht, dann braucht wir diesen 4. Vers wirklich im Herzen anzunehmen. Wo kann ich mit einem stiller, sanfter Yes mein Hort Schmack merken, was Gott gefällig ist. Und wenn ich dort kann, mein Hort durch Hand stellen, was Gott gefällig ist, dann fangen wir an jästlich zu denken. Das ist nicht mehr das Ziel, dass mir soll alles schmacklos, alles soll nur mir drehen, das soll mir gleichen. Mein Ziel ist anders, mein Ziel ist, was Gott gefällig ist. So was tue ich dann? So wir haben der 3 und einmal 14, 17. Noch ein Vers, was uns dort klar leihen hat, dort wir brauchen anders zu denken. 14, Vers 17. Da sagt es, wenn's dort Recht Gottes es nicht eten und trinken, von dort kommen wir, aber dort ist eine Gerechtigkeit, Fried und Fried und dem Heiligen Geist. So dass wir immer dit im Gedanken haben, im Gottes Wort studieren, dass wir wirklich weiter, von wo kommen wir? Die Bibel ist langhans ist dort abgestellt. Dort es wiesen dat, wir kommen von Eten und Trinken, dort wird uns große Wicht dran dat, aber das ist nicht das Recht Gottes. Das Recht Gottes ist am Hort, diese Fried und Freudigkeit und diese Gerechtigkeit von Gott. So dass wir da Klarheit machen. Matthäus 5, 16, wenn wir da anblättern. Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Da sagt es, lot dort Licht dagen ver de Lied, damit zij jene gode woordje zijn en zij ons Vader im Himmel preisen. Lot dort Licht dagen
omdat die onze woordje zijn en God prijzen worden. So, wenn uns dort Ziel ist, wie weit wir kommen von unserer Fleischlichkeit. Wir kommen von, ich will mal je Life sein. Gleich mir mal. Ehe mir mal. Recken mir mal was. Von dort kommen wir und wir drehen und unser Ziel ist, so zu leben, dass Gott gelobt wird worden. Das ist die Bekehrung. Das ist ein Ziel. Wir brauchen diese Klarheit mal an uns zu merken, dass wir ein Ziel haben an uns Leben, alles was wir tun, ist darauf, dass Gott, wer uns gemerkt hat, wird die Ehe und gelobt worden. Wir haben noch Galater 5,22 gehen. Hier sagt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich lese das auf Hochdeutsch. Die Frucht von diesem Geist. So hier können wir vom 19. und 20. und 21. Vers nehmen. Dort ist, wo wir gewasst sind. Wir haben das klar, das sehe ich nicht. Ich sehe gewasst. Was sagt ihr da? Diese Dinge sind klar zu sein, was die natürliche Jankers sind. Sagt der 19. Vers. Nämlich, Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, diese wird holen sich alle an von der sexuellen Lust, wovon der schon Tag furchtbar viel ban ist. So hast du klar, dass du das gewasst bist, oder bist du noch an der Lust. Dann kommt jetzt ein Dienst, wir haben alle andere Dinge, was wir haben geachtet als Gott. Wir haben Zauberie, Witchcraft, kann sein, Feindschaft, Streit. Wir sind ivrig von selbst, worden dull, wir zanken, wir streiten, wir richten uns hinein, wir sind uns aufgänzig, wir merken uns untereinander Tod, wenn wir nicht körperlich tun, aber die Ehe, was du so schreien, mag ich Tod. Das Trunkenheit, Besoffen, Annichtigkeit kann sein. Fällerei, was das gerade meint, und verschiedenste Dinge mehr. Weet je wat? Menschen worden vervierd en vrijen zich, wanneer anderen vervierd worden. Dit zijn aufjahrtische Dinge. En die wat dit doen, zegt het, die worden niet dat Recht Gottes zijn. So dit zijn dingen, wo wir klar machen, da zie ik gewast. Ik kom van door. En nicht mal bloß um zu denken, ich kann niemals so tun, so sehe ich nicht. Du hast was von das tun. Wenn du ein Mensch bist, dann bist du an dieser Gebungenheit gewast. Da musst du klar haben. Ha, was ich ein dummer Mensch. Ich weiß, some die sagen, no, so habe ich niemals tun. Du kriegst es ja ein Recker Jüngling Zeit. Ich habe alle Gebote geholt. Ich sehe von klein ab an gehorsam gewast. Ich habe alle Goten recht gelehrt und ich habe rein alle getan. Wo soll ich nicht glauben, dass ich ein Hurenbock gewast? Weil du bist vielleicht nicht ein Hurenbock gewast. Aber das ist eine Selbstgerechtigkeit gewast. Und bist vielleicht noch. Ich sage manchmal, wir haben eine Früher, wie sehr interessant mit denen. Die worden maar eenmaal aan, wie zo'n papier uitvallen deed, en Tina deed uitvallen voor. En die had bloos alle dingen getekend, zoals zij geleefd dat naar mijn wijze deed. Also alles is dat getekend. En dan had zij ook getekend dat zij gleich dat niet van haar geloof wordt. Wenn zij dacht, dat wordt slecht zijn. Anyway, ik becheck me dat papier en als ze daar komt, dan wees ik al voets nieuwsgierig. Nou, wat wies mijn papier? Ik zei, dat wist niet veel. Dat dacht ik zo. Dat wordt niet veel wiesen. Ik zei, de meeste, daar had ik vielleicht 10, 15 dingen waar ik kon zijn, wat met mij overeenstemmen deden. Maar hier weer bloß eind. En dan smiles ze raschhaftig. Bloß eind weer. Ich sehe, was ich soll sein, was ich auf Papier sage, wie Selbstgerechtigkeit. Dann check sie mir drauf. Nicht, dass ich kein Mensch recht in sein Wort ist, aber nur dort, was sie ausgefällt hat, sage ich nicht das, was es dort. Ich kann alles recht tun.
Weet je dat wat wie Menschen sind? Je warst oder noch? Dat moet we klar haben. Dat we diese Selbstgerechtigkeit loslaten doen. En dat we klar haben, Galater 5, 19 bis 20. Bist du dat je warst? Oh, du wirst vielleicht nur noch sein, weil alles ist noch so ein Ding, habe ich nicht ganz klar. Sehe ich das wirklich los oder sehe ich nicht? Weil dann geht die dritte Level nicht. Wenn du nicht checkst, das, was ich tue und was ich getan habe und alles, dann geht die vielleicht so, no, ich muss noch tauschen, ich sehe noch nicht los von das alles. Ich muss da noch Hand schaffen. Dann wird ich die Terrore nicht zu lang in die Zeit brauchen. Go an den dritten Level, dann findest du das wirklich besser. Wenn du da an den dritten Level wirst sagen, yes, mir verlangt noch ein bisschen Habsucht. Und da will ich noch nicht loslassen. Oder du hast da ganz klar, ich will alle Habsucht loslassen. Dann fang von da an zu schauen, dann weißt du, wo du bist. Und das dritte Level ist mir sehr wichtig an uns Leben zu verstehen, dass wir immer bei dort kommen und sagen, ich sehe ein Kind Gottes, wenn es dort ist, meine Deut im Hort klar hat. Und was ist ein Kind Gottes? Das sagt, ein Kind Gottes kann nicht singen. Was ist das dritte Level? Immer wahrer, weil die singen. Das muss wir verstehen. Und wenn du immer wahrer was singen, du wirst da anfangen rumzugehen, dann wirst du frisch, wahrer, fleischlich. So wie brücken diep im Hort an zu gehen, und so ist es sein, dass eine Säule in einem Geist zu leben. Und voort sieht Gott all die beste Säule. Ich mag einen Menschen die beste Säule. So diese Säule, was du bist, da ist, wo du diese Klarheit hast. Da bist du in der Vollkommenheit leben, dass du klar hast, ich da nicht mehr Sünde bin, ich sie angesteckt von in ihr Leben. Ich habe Christus. Da ist, wo das Kreuzjungje passiert ist. Das ist nicht bloß 2000 Jahre zurück dort auf dem Berg in Jerusalem geworden. Das ist hier passiert. Diese Kreuzjung, was da jährlich ist, für mich und für die, als an uns hört, an den dritten Level, am ersten eine Säule passiert, dass ich horch nicht mehr nur meine fleischliche Natur. En ik zei maar, dat bovenste level, dat is zo door leven bijna, joh. Wie zijn ons van je ander? Wie zijn al die zintelje ding? Wie zijn al den Sang, den Strijd, den Krieg in Irak en wherever dat is, Syria? Dat zijn we alle. Dat is hierboven, dat hebben we niet gezegd, is er niet. Maar we leven door niet. En dat we deze klarheid kunnen hebben. Dan gaan we naar 1. Korinther 2:14. Hier zegt het, de natuurlijke mens, aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist. Wenn es das für Natur hat, und kann das nicht erkennen, weil es das muss geistlich becheckt werden. Und das ist ein Ding, was ich wünsche, was wir können an Ziel behandeln. Mein Ziel in mein Leben ist, und das ist ein dritten Level, an meine Säule in mein Geist, nicht zu denken, wo Gottes Kraft an uns wirken kann. Wat dat, wanneer ik zu mijn fleischelijk ik zei, nee, dat meint, ik ga om iets. En we hadden het vers, wat we in het andere beeld hadden, van de 3 Christen, ja, ik kan je dat waarwijzen. Ons kriets op ons nemen. Dat krijgt dat ons kriets, wat we metrouwen, is, ans eerste level, wo wir so natürlich und fleischlich checken doen, dat is ons kriets, wat we met brücken, zum immer wahrer, darum kriets snellen. En dat meint immer wahrer nee sein. Dat ik immer wahrer kan klar haben, von da kom ik. Da zie ik nicht mehr. Ich zie von da nicht mehr da, wo mein Fleisch regieren hat. Ich zie von da, wo Gottes Geist an mir regieren hat. So das muss geistliche Urteil sein. Wat hebben we hier waar? De natuurlijke mens van de kombi en dat moet geestlich geoordeeld worden. Weet je wat, wanneer we op deze weg de Schrift lezen, de Schrift studieren, dat we immer geestlich denken en dem kunnen Rüt nemen wat er zijn dat.
Ik zei dat eerste eng, oh ja, dat is mij bekend. Het eerste vers, eerste Petri. Ja, Gold en al deze dingen, ja, dat is mij ganz klar. Dat jankert ons rein, alle ons hier aan van bitte schmakke, hieser Bill, schmackste Pick-up ha. Abgejackter Pick-up en Hüger, ha, that looks cool. Dat is fleischlich. Dat is nicht mehr aardig, wenn der Pick-up abgejackt wordt. Die moet wenn wir abjacken, wenn wir Tire changen. Dat braucht het niet. Aber was die Einstellung hier binnen? Von dort kommen wir und wir brücken geistlich zu denken. Und so auch an dieser Schrift studieren. Wenn er sagt, Jesus, als je sich dort auf Golgatha, dann brücken wir geistlich zu denken. Wir brücken nicht an ein Stück Halt zu denken und an den Körper zu denken, wo er ist. Wir brücken geistlich zu denken, was der Anhalt von der Heilige Storf. Und dort an uns hat brücken. Und so ist es, wenn wir übergehen zu der Taufe. Wenn wir uns taufen lassen wollen, dass wir ganz klar haben, dass wo da was ab ans Kappen abgegoten wird oder ungedrückt wird, dass es nicht, was der Radung ist. Dass es, was im Hort passieren wird, jetzt nicht gedacht. Da sind Menschen, und ich sehe einer von denen, was auf Samstede dacht, dass das was tut. Ich habe mit Menschen geredet, die haben gesagt, kriegt uns so Wut am Kopf abgeht, dann können sie viele, wo hart rein wird. Wie sie oft. Und wir haben so eine Menschen, die sagen, du kriegst dem Heiligen Geist beim Taufen. Und weil nicht sagen, nicht so ist, wenn es so kann, wenn das am Geist wirklich passiert hat, dann kann das, aber das muss geistliche Sonne worden. Wenn dort, weil ich noch nicht sagen, dass du musst getauft worden, dann wirst du der Heilige Geist stehen. Du musst zum Wut angedockt worden, dann wirst du der Heilige Geist stehen. Da braucht das, was es steht. Da braucht dem Hort eine Klarheit, was da passieren wird. Und so sind viele Dinge. Und dass wir den weichen Ziel merken. Von der an, weil ich alle Dinge, was ich lebe, weil ich an mir leben nicht merken. Also, ich will mein Leben gründen auf Gottes Wort. Das ist die Bibel, wie nennen das Gottes Wort. Und dort habe ich lesen. Aber wo ich mein Glauben will auf gründen, ist auf einem Geist, durch den Glauben auf Gottes Wort. Dann hat das eine Kraft. Wir haben im Fall so fein, dass das Wort Gottes ist nicht bloß ein Wort. Das ist nicht bloß, wie können, some Menschen wollen nicht eine Bibel verbrennen, wenn es dort Gottes Wort. Dann verbrennen wir Gott sein Wort. Da brauchen wir klar zu haben. Ich habe nicht mehr auf alle Dinge gelehrt, wenn ihr mich wel alt nachdenkt. Weg, wo ich niemals gedacht habe, das ist ja Sache in der Bibel, die deed wie wir fein handleiden, die deed wir nicht auf der Flur schmieden. Und so deed wir nicht in Gesangbuch, und so deed wir nicht in der Katechism, und so deed wir nicht ans Anschriebbuch. Wir haben eine Ordnung mit den Dingen. Und ich habe nicht gelehrt, dass eine Bibel so ein heiliges Buch wäre. Some die don't dort kein Teken machen in der Bibel. Oh, ich habe einmal Tekens gemacht. Das ist ein Buch, wo ich tekne da. Und weißt du was? Wenn man einmal werde ich ansammeln, die dann niemals, wo irgendeine Schrift steht, wo was auf dem Papier, das dann ist nicht eine Garbage noch verbrannt. Dann muss ich in ihr ungerufen. Das ist schon nicht. Das ist mich kraken down, wenn sie das tun. Wo war das hier? Wo ist das Leben? Ist das hier in das Buch? Wie würde sagen, dort die Bibel lesen. Ich sage immer, dort die Bibel lesen. Dort ist Gottes Wort. Dort kriegst du die Nahrung. Aber wenn du das lesen das aus einer Geschichte, dann kostet das 10 Mal das Jahr durchlesen. Und du hast noch kein Leben. Wir haben einen Freund, Jan Titel, wie Noba, er sagt, er las die Bibel alle Monate durch. Er weiß, was in der Bibel stand. Und ich sehe doch, dass ich mir am vertale, ich werde auch an. Ich kann nicht gleich ein Vers sein, wo ich nicht weiß, wo der stand. Aber wenn ich ihm frage, was der meint, dann weiß er nicht. Ich hat das auswendig gelehrt. Kriegst es die Mensen Mausen, die wurde auswendig gesungen. Viele Menschen wissen nicht mehr, was das ist. Münzen und Maßen, was sie in der Schule lehren dann. Wie viel Pfund eine uns haben, wie viel uns ein Pfund haben. Warum hast du das?
oh, dat wil ik uitwendig even zingen kan, aber dat zijn, wel, ik kan niet geleerd. Aber wat ik zei wel, zo is het correct met arbeidszij zijn. We kunnen dat arbeidszij even ruizen. Maar dan daarom even roos, oeps, dan staat het. Dat andere ding moet spreken zijn, dat is hoe ik maak, wie ik weer. Ik heb soms van die versen in de Bijbel, waar ik in de school heb uitwendig geleerd, die boden me van daar naar, wanneer ik hem aanvang te lezen, dan klept dat de eeuwen. Dan moet ik nog eenmaal mal woord voor woord lezen, wat meint hij? En ik weet niet wie het zo gaat. Maar daar is waarom ik zei, jij gebeden bloos uitwendig leren. Because ons Körper, ons verstand leert hij, en we krijgen geen leven daarvan. We brauchen wirklich dann zu gehen an Gottes Wort, dat het leven hat. En dat we dat juistlich verstaan kunnen. Er zijn veel zo'n versen wat contradictive zijn. Jo? Die gaan eentje en het andere. Einer steht sagt, du sollst dat nicht tun, einer steht sagt, du sollst dat tun. En dan gaan we dat raar blijven dort. So sonst nobody haben veel geleerd in deze ding. Hij zegt helaas ook de schrift. En hij wie allemaal een beetje zo wat leicht beleidigd wie en zij verhaast wie waar de government, zoals die allemaal behandeld had en zo'n dingen staat, met compensation. En hij wens zich allemaal aan de Gott sich mal rechnen deed, wenn de Bibel zegt dat Gott wird sich rechnen aan. Dan eenmaal komt dan zegt hij gelooft Gott is sehr draag. Hij wordt maar Gott helpen, because hij heeft 20 jaar geleerd, hij zal zich maar rechnen aan jene mensen, die hadden hem niet. Nu wil hij dat zelfs maar doen. Zo'n zaak, joh, Gottes woord nemen, om ons recht voor je en doen ding. Andere ding wat hij mij zei, hij zegt in de Bibel, dat zegt het, wanneer mij op een bak sloen, dan zou ik de andere hand rekenen. En dat zal wie ook zegt dat. Maar dan, het nächste, zegt het geven, dat zal je dan nemen. Dan wieder kost je aan hem geven, wenn dat zal je als we nog helemaal meer hebben. Zo dat is een ding wat we kunnen terugdraaien. En zo zijn andere vers wat gebruikt worden. Dit heeft zich zei afschuldig van deze noba, wie weet de meer staat. Hoeveel vers hebben we, wat we zelfs gedenkt gebruiken dan? Dat zeg je toch, du sollst niet Gold aanleihen en du hast een vingerring. Wat staat? Nou, wat zegt de Bibel? Dat is een bijspel genomen van dat geld. En ik leer niet geld aanleihen en niet aanleihen. Ik leer dat de schmak zal hem hard zijn. En dat we deze dingen ziel maken doen in ons leven. So wat is de bön? Wat hast du van ziel? En we hebben een beetje aangaan aan het bön. Zegt je, Paulus heeft een grond gelegd. Waarvan? Den rechten. Op den Stein Jesus Christus. En dan zegt hij, en je past op, wat je daar beuren doen. Hier war waar ik een te rode en ziel te hebben, wat je een ziel is. Ik had het bijspel hiervan, zoals het er zei, dat goud, zilver, stenen, hout, hij en stoppel. En dat zegt in de zware tijden, daar wordt zich dat uitwijzen, wat du van dit gebruikt hast. Dat wordt zo zijn, als wanneer het er in 4 geschickt wordt. Om die terreinen, dat zijn de zware kampen. Die pressen kan zijn. Een grote täschung in de gemeente kan zijn. Een grote täschung ons in een ander kan zijn. En ik vind dat zeer mank ons, dat zeer veel van ons zit mij zo, hauptsächlich halt en hij en stro gebruikt om bouwen. Because dat staat wat we fijn zijn kunnen. Dat is biljet materiaal wat we allebei krijgen. En dat gebruiken we te bouwen. En dan, wanneer je een harde, zware tijd komt, wanneer je zo heet wordt als vuur, dan brandt het dat alle weg. En ik wil het gleich op dit wijze te erklären van goud, zilver en steen als een bijspel van eeuwigheid, zeiljet, jesseljet. Dat is dat materiaal, we hebben zei goud, dat verrastet niet, dat vervult niet. Dat einzige wat dat is van heid nog wordt, dan wordt het reiner. Je heit dat goud merks, je dollar dat kerks, je meer gerieze komt eruit. Dat is wat passiert. So dat is een materiaal van vuur wordt plus beter. En dit ontdenken aan ons beuren, want we een ziel hebben wat we beuren wel, wat was du bruikt om beuren? Du weet, in de zware tijden wordt dat goud niet weggaan. En dan waar heit dat vuur is, einzige wat passiert met dat goud is, al dat beetje gerieze wat dan op een als jet nog uit, smelt nog weg, kan we zeggen, verbrannt. En dit is een bijspel genomen dat het eeuwig zeiljet is.
dann wird wir sagen, wer wir bloß dort brücken. Ziel ist auch so ein Stadt. Steiner ist auch so ein Stadt, wird nicht gerade so von Feuer verbrannt. So, der Eckstein redet von Jesus als der Eckstein geworden. Wo die Menschen, die nicht an ihm glauben, sich an Städte deuten, aber die, die an ihm glauben, können ab dem Krieg bauen. Warum steht die Menschen sich an den Eckstein, ist da, wenn es dort sind, wird nicht verjährt. Dort können Menschen nicht andrehen, dort ist da. Und dort sind sie jässelige Früchte. Wenn du ein Mensch Leib plantet hat, das kriegt nicht wer, der kann nicht gehen Leib. Du kannst Leib eiven, kriegt nur wo verreckt, zu die sind. So das ist Gold, ja. Na, in 13. Vers sagt er, wird in die schwere Tiden, da wird das getestet. Und dann haben wir hier das Stroh en hek of zij stapel. Daar reed ik van groepen Regeln en Geboten, wat onder onze hang verzehren. Dat vingen we ook een keer da. Zullen dan nu niet mensen Geboten zijn? Sind die aardig? Nee. Das ist nicht eine Gemeinde, nicht eine Government, nicht ein Heim, was wie wir die gleiche ohne Regeln. Wir gleiche alle Regeln, wir gleiche alle Ordnung. So gleich wie hier. Da wird all bald wir sein, hier fehlt Ordnung mehr zu merken. Wie gleiche das, wenn die Ordnung ist, wenn sie weiter nicht, wo wir haben sollen. So die brücken wir alle. Aber wir können nicht Regeln brücken zum Bü. Ab dieser Foundation abbauen. Ich sage manchmal, die reelle Brücke wie, und wenn wir das mal als ein Beispiel nehmen, die kannst Strohbeelsbrücken zum Abstehen und bauen. Die kannst Strohbeelsbrücken zum Verfliehen, dass die Menschen nicht umfallen wie im Bauen. Das ist alles feines Material, das sind alles Dinge, was wir brücken tun. Ich gleich dort Strohbeels sei zu brücken auch an Verfliehen. Zum Beispiel, ein Mensch, der in Porn fast ist. Dort ist ein Ding, was von der ersten Tag sehr mod wird. Und all die iPhones, die kosten im Internet, da just mit ein paar Knöpfe drücken, dann hast du das alle. Und da sind Menschen, die so fast waren, das, wo sie nicht los können. Und die sind dort über dem, aber die können nicht los. So wenn sie das Phone haben, dann fehlt da Waren. So wenn es ein bisschen schwer ist, dann fehlt dort Waren zu checken. Und dann sage ich manchmal, dort halb der ein nicht der Mensch bloß das Phone wegnehmen, davon ändert er dem Hort gleich. Der Mensch, der sehr noch nur sucht ist, und wie weiter dort, der Mensch, der ein Alkohol ist, der fängt Geld zum Alkohol zu haben, wenn er rein nicht verdient. Aber dort kann er haben, warum? Wenn es so riechend dann, der fängt den Weg dahin. So ist es mit das. So, der einzige Weg von dort ist, rein zu worden Hort, der Last dem Hort rüberzubringen, zu Chritien, und ich sage, der einzige Kraft ist durch diese Macht Jesus Christus. Da ist, wo Jesus ihn kriegt, wird das an uns. Und das ist Goldbü. Dann da wir, dort wo wir gewahr sind, dann bü wir eine Deupe Leib ab Christus. Und der Anhalt von das ist auch, dass Last zu driven mit das, das meint, ich will mich erfallen, mich satt merken. Mij schijngone merken, mij goudveilen merken. En de andernis van dit is, dat God geloof wordt. Dan doen we goud beuren, ja. Dat we dem wat nanchecken doen. En wat doen we dan? Ik zei, dan zijn strohbeels fan. Ik zei manchmal, dan doen we strohbeels brokken, om zo'n mens helpen. Dat hebben we niet op beuren, of we kunnen hem helpen damit. Zum Beispiel, de rode de mens mal dommel voor 3 Monate. Dat phone afstaan en koopt diesen andere phone, wo nicht Internet ist. Dan hat er voor 3 Monate weg, dat du klar hast, 3 Monate check ich nicht mehr in zijn Stadt. En dan kan die tijd kosten den Grundbühren ab Geld. Nur die 3 Monate, dann sind die Beels verbrucht. Weil ich mache ein Beispiel von 3 Monaten. Da will ich nicht eine Zeit sein. Da kann 6 Monate sein, da kann eine weg sein. Aber bad wie den Grund rein haben, dann können wir diese Strohbeels brücken. So ist es mit einem Trinker. Ich sage manchmal, Strohbeels sind sehr wertvoll. Wenn du Trouble hast mit einem Alkoholkäufer, dann nimm deine Frau mit oder deinen Partner mit oder einen Freund mit, wenn du in der Stadt fährst, dass du
een stroobeel hast, wat hem stich is, wenn es ver dem Freund gaan, een Bayertschepe, Schnapschepe, dat helpt die. Aber dat nicht, dat helpt nicht, om op dat bouwen. En dat is een ding wat we zijn, Eva en Eva, er zijn zeer veel Mennonitische gemeenten, groepen, kunnen we zeggen, die hebben immer strobeels gebouwd. Wanneer we denken aan een bijspel, jaren terug, am Anfang hier in Mexico, dan heeft de gemeente mal een meeting gehad, wens de jugend, die voerde met tractors op gumreifen oder staat schnapschepen. Dan worden ze zich einig, ze worden niet gumreifen hebben, ze worden stoelreden hebben. Omdat de jugend niet kan schnapschepen. Weet je wat dat weer de strobeeld zijn? Gouden. Ik doe dat rein niet verachten. Aber als door goud gekomen, nee. De kolonieën wat nog op stoelreden voeren, de jugend zipt nach karakters dan. So de strobeels hebben niet geholpen en nog böse aan op deze strobeels. Aber de grond waarom dat bereid wordt, heeft niet geholpen. Dat karakter zo van jou met mij en die. Want wie bloos wel aan zijn jugend de phones voetnemen, je kan het niet hebben, dat zijn strobeels en die worden niet durchdrouwen. Die brokken am hart naar klaarheid. En dit is dat goud waar we op doen. Wat ewig blijven heeft. Want wie kunnen onze jugend erklären, wat werkelijk porn deed. En niet bloos zijn, dat is aardig, dat is een zin. Erklär dat wat dat tot dien charpa en dien zeilische gefühle deed. En wat dat kan doen aan dien eigen leven laten. Dan is het op goud bij wat de waarheid is. Zo zijn mijn ding. Onze regelen zijn kleid die in het chortje. Ik had mal op een stad wie een meeting van dat, waar ze mijn vrouwen deden. Wat doen we dat met het chortje? Wat vingst du in andere gemeentes? Wat hebben we mal zo'n boodschap te hebben dat onze vrouwen zich niet zo prast aantraatje? En weet je wat, vrouwen zegt, dat junt niet speciaal. Dat heeft niets met junt alleen te doen. Dat is een fehler ook aan de manslied. Karakter zo goed. Maar wat al bouwt allemaal van die vrouwenskledij eten, weet je wat? Wat bruk we te leren? Zij vroegen ook, waar het goed zijn regelen merken, even dat. Ik zei, die regelen worden je niet helpen, dat zijn strobeels. Maar je moet de grond leren wat is. Waar wenn ze wie je kleid, wenn die zin. En wanneer je die zin worden, opnieuw predigen, boodschappen brengen. Waar dat deed, want vroeger zich half aantraat je dan aanmanen. Dat viert hij te zin. Dat viert hij te last. Dat is wat het deed. En de meeste vrouwen weten dat niet. Niemand gewusst. Ja, man zegt, no, schot me niet, kost wel. Ik wil gleich dat. Tragt iemand zo aan dat met die schmakker zit, als Jan alle staatsvrouwen. Wat deed hij man? Hij zegt al ganz klar. Hij kan zich niet houden aan de staatsvrouwen. Nu wel hij zijn ene vrouw zal zich zo half nacht die aantraat, dat hij maar naar die kijkt. Dat wordt absoluut niet helpen. Want dat is een teuflische last wat aan dit ontstaan is. En dat is geen jesselje leven tot de partners. Wat God gepland heeft. En dat is wat strobeels zijn. En hier jank het mij zo klaar te van reden dat we een ziel merken dan. Want ik wil mijn leven klaar hebben. Zo is het met alles, niet plus met last. Beleiding, nou, Jana Borat mij zei, maar beleidig zijn of ik niet. Weet je wat dat is? Dat is een strobeel. Ik wil dat plus niet opmerken, plus stil zijn daarvan, maar dit wil ik daarvan vergeten. Maar dat kost dat niet vergeten. Du darfst bloß ein Punkt waar komen als dat da waren. Wanneer du nicht am Hort die Beleidigung uitlaat en de lijf opvalt, dan helpt die al die strobeels niet. En daar zie ik een klein beetje gaan, wanneer we zeggen, wie ik schaf daarmee. Ik leg die zij niet. Dat is een oberhanger aan. Ik schaf met mijn natuur. Ik schaf met mijn beleidigung. Ik schaf met mijn last. Hoe lang wirst du noch schaffen damit? Wenn du nicht Klarheit machst und Ziel machst, ich sehe da je warst, ich sehe da nu nicht benen, dann bleibst du mit da anschaffen. Wir müssen Klarheit haben, dass wir weiten am Hort, ich sehe nicht mehr in Hura. Der ich wort nicht, ich sehe erfüllt mit dem Geist Gottes und der Erkenntnis von was Gott gemerkt hat, voor mij als een seksgevoel, tot mijn vrouw, daar zie ik zo dankbaar voor. En dem value heb ik zo hoog naar haag, als God hem gepland heeft.
En dat neemt mij rein alle last weg. Zo zei ik maar tegen de jugend aan deze ding. Wanneer je een seks je veel hebt, zie dankbaar dat je dat je geeft hebt. Dat is een wertvolles geschenk, dat is een weihnachtsgeschenk, wat je eingepakt hast en was die partner geven, wanneer je bevrijd bent. En wanneer je dat aanvangt op te pakken en in te nemen, te bechecken en kleven met dat raam, dan wordt het ganz oud en heeft geen wert. Dat wat God gepland heeft. Dat is wat de teufel met de last heeft. En wanneer je met zo'n oude, schunt je het biedt denkt, was nog die bevrijen, die partner geven, dat is rein geen leefbaan. De partner zit het zijn afgeweerd, het oude schunt. Mij ekelt dat. En dat is wat veel steden passeren dat. En dat werkelijk te erkennen, wat God gepland heeft met het. De teufel, die komt met al deze bijze last op. En wanneer hij kan aan onze jonge mensen dat aankrijgen, en hij kan die nog merken bevrijen ze dat, en nog ze gaan verder predikers kunnen verspreken, wie zijn rein en vrij. Ha, die teufel heeft een vrede aan dat. Hij weet correct wat passeren wordt naar hij. Hij weet correct wat hij met de familie kan doen, en dat is een teufel zijn last. We hebben hem niet doen. We hebben klaarheid te melken. We worden niet met stroobeel zijn wachtrijden. Want ze kunnen aanstekken en brennen voet. We brukken goud. En dat ons dat ziel is. Ziet 66, lees Römer 7, 4 bis 6. We zijn doodgemerkt door het gezet, durch Christus. En we leven nu een andere God vrucht te brengen. We brukken deze klaarheid aan ons, dat we zijn doodgemerkt tot het alle andere leven en we hebben een ziel verwärts. We zijn getauft tot hem dood, Jezus Christus. Dit zijn ook dingen wat we maar klaar hebben. We zijn getauft. Wenn du nog niet weet dat je getauft bent, am Hort, dan brukst dat te doen. Dan brukst dat klaar te maken. Een ziel te maken. Ik bruk maar het bijspel van waar we in Belize. Ik zie in Belize opgewassen, dat dit we grenzen haken. Een barsch, we zijn dicht op barsch, waar we niet kunnen gaan anders met een grote machete in aan, een massa. Lang is dat massa hadden we. Dan haken we al die ranken af, dan kunnen we dat stad gaan. En dan deden we een stripsje ophaken, dan stukken we de vuur op de stad. Vuur, waar aan we dat? Je weet wat ik meen. Staat ja bloos, dat we die zijn kunnen. Haken we die baas met af, dat die met wit worden. Dan stad kunnen we verlengzielen. Even bij en alweer moesten we die met dicht afstalen. En ik had het meest voets gemaakt, dat wanneer ik zelfs alleen die grens haken, en dan stal ik me hier een stok op, en dan checkte ik zo'n hanger, den weg haakte ik, en check den weg, en dan stal ik hier de vuur op, en dan haakte ik weer wieder. En wanneer ik allemaal bloos me omdraaien terugchecken deed, om de vuur afstalen, dat die niet lang, dat je een kram. Nou word ik aan, wanneer ik deed haken, en dan deed ik hier de vuur afstalen, dan ging ik ganz terug, en dan deed ik van door het zielen, om door de vuur afstalen, dan kreeg ik dat gelijk. Verwärts checken. Moest we. Allemaal nog hingen checken, om gelijk merken of niet. We moesten verwärts checken. Dan kunnen we gelijk. Dat is een piespel wat ik vandaag wil brengen. Wanneer je een ziel hebt, dan lood maar los van dat hingerste. Dat brukst du, wanneer je was gelijk gaan, dan brukst du los te loten. Zodat ik met playen. Belies we moet opregels playen, omdat er woede zal afranen kunnen. En dan deed ik met playen ook. Ik wie een beetje een prasta, niet zo'n karakter. Some die deden ganz krak met en die hadden bloos zo'n ganz krak likke opregels. En wanneer ik merkte dat dan weer manchmal die reeën, die worden op een wijze meer reeën uitloten, wens dat weer schroots. Anyway, wat ik deed, ik moest me dan bloos een ziel dort, ja. En weer een pool of een boom of ergens wat, en dan zielde ik de hand voet, checkte ik bloos klik de hand voet. Een dag dan stond er een storch boven. En werd er storch op een boom. En dat weer fand hem ziel, so ik nam dem storch en voet af. Dan checkte ik eenmaal een beetje zo ram en we schaften alle fan. En dan checkte ik waar nog den storch. Next month ik net terug checkte dan zo'n korte knaks. Nou wat is nu geworden? Wel, bloos die storch weer een andere boom gehupst. En dat is niet een ziel, dat is een stroobeel. Wanneer we ons dat nemen wel, zum ziel. Van dan aan wist ik een storch kan ik niet trusten. Ik wil maar eens wat brukken, zum ziel. En dit is correct het bijspel wat we brukken aan ons leven.
Wenn du wärst ein Ältester oder eine Gemeinde oder dem Vater oder die Mama oder deine Schwester aus dem Ziel brücken, die wird mit einmal noch einen anderen Baum haben. Und dann ist ein Knacks in dein Leben. Und dann wirst du die Taschen. Da werden brück wie Gottes Wort, und nicht bloß dort, was wir lesen, wir brücken das zu verstehen am Geist, dass wir ein Ziel haben, wo wir hingehen. Und dass wir die Klarheit holen. Wir haben hier noch ein Ängstchen von das neue Bund, in Hebräer 8. Da fingen wir in sehr fein an, Hebräer 10 auch. Und denken an dass wir wirklich persönlich ein Ziel machen, Connection, das was wir haben in der Gemeinde, dass Jesus Christus als das Haupt an mein Leben und so als Gott auch die Direction an mein Hort. Er sagt das in das neue Bund, dass ich will mein Gesetz an den Hort leihen und an den Sinn schreiben. So was meint es, wenn er sein Gesetz da will leihen? Ich würde Ihnen gleich das Wort Bund. Ich glaube, viele von Ihnen sind bekannt, was man redet von einer Gemeinde oder anderen, da wir Bund brechen. Wir müssen da bleiben, weil wir haben da Lebenszeit versprochen zu bleiben. Und wenn wir wegkommen, dann brechen wir Bund. Wenn wir das Bund betrachten, was enthält das? Ich kann sagen, ein Kontrakt. Dann weet je wat dat meint, joh. Dat is een beschrijving, dat is een bereding, zo en zo heb je dat. En God die maakt een bund, dort op een berg Sinai met Mose. Daar weet we dat Mose weer op een berg en had met God te doen en die gaf aan de geboten. Wat wie soll de val je hebt deze eerd aan steinerne tafelen neergeschreven en die bracht Mose met rauf. En dan bieden zij een smakke kosten, waar ze deze geboten aanleiden. En dat brukte zij, toen man zij krijgvieren willen, reizen willen, verwaarts gaan willen, die gingen allemaal het verste met dat. So, dat naamden ze een bundeslade, tabernacle. Dat is wat er bij. En dat brukte zij om zich ha. En nu zegt God, dat hij wordt een nieuw bund maken. Niet zo als hij, maar dat valt Israël maken. Nee? Hij wordt een nieuw maken. Dan zegt hij, en wanneer dat oude schaffen deed, dan wordt niet zijn oorzaak geweest nieuw te maken. Maar wanneer dat oude niet schafft, merkt hij een nieuw. Dat ving we al in Hebreer. So dan zegt hij, ik wil nu een frisse bund maken, en daar wil ik mijn gezag en hoort aanleiden. En dan zegt hij, en jeder einer soll mijn kind zijn en ik wil zijn God zijn. So deze bundeslade, wat dort wird, is te zien gelegd. Nu hebben we een frisse bundeslade. En dit is we kunnen zeggen, een contract, wat hij merkt met ons. We kunnen geen contract niet meer merken, we kunnen dus ja zeggen dort. Want we ja zeggen te deze contract, dan zijn we, dan deed hij dat aan ons nemen. Dat is wat hij deed. Dan zegt hij, ik wil dien God zijn, en dit is mijn kind zijn, en ik wil je alle kinderen van kleinste met je raadsten. So dit is dat wat du en ik hebben, dit is wat we klaar moeten hebben, dat ik duip in mijn hart, en den derde level, dit punt wat God mij aangeboden heeft, te jou zijn. Wanneer ik te dat jou zijn, dan heb ik deze connection. Krijg dat wat we beten aan onze Vader. Dan zeggen we, dien willen zal hier passeren, wat dort passiert. So wanneer hij zijn gezag en hij zelf zijn poort aan ons hart heeft, dan is hij wat ons regeren deed. Dan zegt hij, en dan brukt niet meer een broeder dem anderen zijn, er tjant hem God. Wens ik word, alle tjanten van Klassen ben geraten. En dan zegt hij heran, en jullie zenden, jullie eierachtigheden, jullie eigen tugenden, wel je rein al aan je denken. Wens ik, ze zijn je God. Weet je wat? Dit ervalt dat oude gezag. Matthäus 5, vers 17. Daar zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen zie dat oude gezag weg te nemen. Dat oude gezag is nog correct als eenmaal. Bloos,
God kwam en fell dort. Zin is nog karakters dan zijn we. Maar wat de onderscheid is, nu deel we direct met God. Nu zijn we eerst bruk we een twissenhandler. En dit twissenhandler, hebben zij als Jezus wat er bij God is. Zo hij heeft een vertreder door bij God. En hij zei, zien je zaad. Derg, wat heeft hij dat hier aan gedaan? Derg den Heiligen Geest. We kunnen zeggen, God zelfs heeft zijn property aan ons banen, waar hij met schaft. En weet je waarom hij dat deed? Dat is daar, wenn ze teuflische macher om ons is. En hij geeft ons kracht eeuwig. Dat is wat Hebreeër 8, ook 10, de wij dat vingen. Hebreeër zijn zeer fijne brief krijgt van deze ding. Dat dit omswitchen van dat oude bond naar het nieuwe bond. Van dat oude gezaad naar de nieuwe genade kunnen zijn. Dat is zo smak erklärt. En dit priestertum en königtum, dat heeft Jezus erfüllt durch diesen Geist. We brauchen nu nicht mehr einen Priester, der zwischen uns steht, nicht ein anderer als der, wer Jesus Christus selbst ist, wenn er auf die Kraft gekriegt am Himmel und auf Erde, und der steht an für uns. Was ist dein Ziel an dein Christentum? Wirst du, ist dein Ziel bloß so weit, dass ich will sein, dass ich somehow wann am Himmel komme? Hoppe, das wird den letzten Tag uitdrukken. Aber ist dein Ziel, ein freier Christ zu sein hier auf dieser Welt? Oder hast du auch noch ein Ziel, ein erfüllter Christ zu sein, dass Gott dich kann brücken, so er Jesus brückt? Bist du willig, zum dien enet Fleisch dood maken laten voor dein Partner? Bist du willig, nee te zijn, te dienen jankers en dienen raag, en geven dat die nächsten? Dat is wat Jezus deed. En dat is een ervulde Christ. En door bijna is die zich ganz versprochen. Dat is dat niet een denk, wat ons woord van Gottes leven eintragt. Niet dood, niet vervolging, niet verspotten. Dat wordt ons alle niet uit eintragen, wanneer we hier binnen zijn. Dan kan God ons brücken, om aan de oogste wil gaan en helpen schop. Dan gaan we deze ding doen. En ik wil je nog een geschichte vertellen am Schluss. Wat het zeer klaar uitbrengen dat. Wat hij mij zelfs vertelde. Hij zei, hij had zich bekeerd. En hij kwam naar ons nog zo'n help, waar hij wil meer dingen loslaten kunnen. En dan vertelde hij mij zijn bekering. Hij zei, hij en zijn vriend. Die had allemaal top gedronken. Hier naar de bar gefahren en top gedronken. Maar eenmaal bekeerd zijn vriend zich. Er zijn ovenverzamelingen, erwekkingskirche kunnen zijn. En zijn vriend weer hand gedaan en die hebben weer dat top gebruikt en had zich bekeerd. Dan weer de vriend naar aangekomen en had hem ook aangeladen, was niet gekomen. Ik heb mijn leven Christus gegeven. En dan had hij gezegd tegen zijn vriend, nope, nog niet, je wou mal zijn wat die bekering is. En hij zei, dus vriend, we waren gekomen. En had hem waren aangeboden. En hij zegt, dat waren af. En die kwam ook nog waren. En daar hem aanbieden. En hij zegt, nou, weet je wat? Die bekering is inderdaad niks. Dat duurt inderdaad niet lang. Dan best waren we met op in de bar. Zo ik wil me al niet in de bar merken. En dat duurt ook niet lang. Dan hij alleen in de bar zat. Vandaar voort hij alleen. Zat hij in de bar en drinkt. En dan, sure enough, maar eenmaal zit hij daar, kwam zijn vriend aan in de bar. En dan denkt ik al zo, nou, hier is het. Dat heeft me wat niet gericht. En dan kwam hij daar, klik naar aan, en zat zich daar doel. En bejuist hem schaftig. En hij had een beetje zo meestruurs aan hem aangecheckt. Dan kwam die waitress, de miaal, en daar had hem ook al voor zijn drink aanbieden. Dan bestelt hij zich plus een koek. En dan zei hij, dan vang ik aan te grabbelen wat je hebt hier. En dan vroeg, zei hij, had hij dem vriend gevraagd, wat was je hier?
Dan had hij hem aangevoerd. Dan je zei, ik wil bloos bij die zetten, kom ik bang me naar die. Hij zei dat we het ook gebruikt. Hij zich dan een bar betjeerd. Weet je wat dit is? Want we weten waar we zijn. Want we klaar hebben aan het leven. We twijfelen niet. Oh, we worden alle zeggen, en avond zijn wat we groot betjeerd hebben, we zeggen, go, maar niemals naar de bar. Van niemals waren naar de bar. Neem we met dat er niet waren waar zuppen. Weet je wat, want dat is op geld gebeurd is. Dan voor we aan de bar naar mensen raden. Dan får vi direkt naar die wat een porn binnen zijn en erklären den waar het is. Dan hebben we de kracht jende wil van teufels te gaan. Dan durven we niet meer angst hebben. We durven niet meer met strobeels bevliehen. Want des man op strobeels wie was, dan wordt het je zopen hebben. En we brokken wat dieper als dat.